Servus, schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir, wie du Puderzucker selbst herstellen kannst, absolut kostengünstig, ohne künstliche Zusätze. Und aus dem selbstgemachten Puderzucker zaubern wir dann unser eigenes Vanille- und Schokopuddingpulver, genauso wie es meine Oma schon gemacht hat. Und zwar mit vollem Geschmack, viel Liebe und das Ganze ohne Chemie und künstliche Zusatzstoffe. Er kostet für 250 Gramm ab 39 Cent und für 1 Kilo Zucker zahlt man ab 89 Cent. Das heißt, du kannst dir ab 20 Cent deinen Puderzucker selbst machen, auch wenn das nicht viel ist, was man sich spart, aber Kleinvieh macht ja bekanntermaßen auch viel Mist. Ganz zu schweigen davon, dass selbstgemacht einfach immer besser ist. So gebe 250 Gramm Zucker in deinen Hochleistungsmixer und lasse dir den körnigen Zucker in wenigen Sekunden zu Puderzucker machen. Genauso wie du es bei mir sehen kannst. Nach ungefähr 15 Sekunden war es das dann auch bereits. Nimm vorsichtig den Deckel ab, denn es staubt ziemlich, wie du siehst. Nun brauchst du die Reste des Puderzuckers nur noch relativ easy zusammenkratzen. Richtig schön fein ist er geworden und garantiert ohne jegliche Trennmittel oder Trennhilfen. Das können sein Mais- oder Weizenstärke und in einigen Anwendungen kann auch Siliziumdioxid, auch E551 als Rieselhilfe zum Einsatz kommen. Fülle den Puderzucker in ein sauberes, trockenes Gefäß und verschließe es luftdicht, denn so bleibt er lange frisch und vor allen Dingen klumpenfrei. Für unseren Pudding benötigen wir nun Speisestärke. Achte darauf, dass keine künstlichen Zusätze enthalten sind und es sich auch wirklich um 100% reine Maisstärke handelt. Nun aber zur Zubereitung des Vanillepuddingpulvers und ich muss euch gestehen, ich liebe Vanillepudding. Und ich bin mir sicher, Kinder oder auch Enkelkinder lieben genau dieses Rezept. Deswegen gebe 100 Gramm des Puderzuckers in deinen Mixer und 200 Gramm der Speisestärke darf natürlich auch nicht fehlen. Die wichtigste Zutat Vanillestangen bieten den intensiven, natürlichen Vanillegeschmack, den kein Vanilleextrakt je erreichen kann. Achte unbedingt auf gute Qualität, da minderwertige Stangen oft weniger Aroma haben und nur vermeintlich günstiger sind. Zu empfehlen sind die Stangen aus Madagaskar oder Mexiko. Nun brauchst du nur noch deinen Mixer anstellen und in wenigen Sekunden verwandeln sich die Zutaten in eine perfekte gemixte Mischung. Schnell, einfach und absolut unkompliziert. Nun gibt es noch eine kleine Prise Kurkuma für den Vanillepudding, denn dieser sorgt für eine intensivere gelbe Farbe, ohne den Geschmack zu verändern. Das ist eine absolut natürliche Alternative zu jeglichen künstlichen Farbstoffen. Vermenge dann nochmal gründlich die Zutaten und das war's dann prinzipiell schon. Nun heißt es nur das Pulver wieder zusammenkratzen, genauso wie mit dem Puderzucker vorhin. Und dann kann das Pulver in ein ebenso luftdicht verschließbares Glas gegeben werden. Ich nehme dafür immer ganz gerne die Bügelgläser. Dann wische ich einfach nur noch den Rand oben ab, verschließe das Glas und das war's. Für das Schokopuddingpulver benötigen wir ebenso 200 Gramm Speisestärke, genauso wie 100 Gramm von unserem gemachten Puderzucker. Zum Schluss kommen 10 Teelöffel Kakaopulver dazu, ungesüßt natürlich, ein Backkakao ist das. Und für noch mehr Geschmack könntest du nun auch geriebene Schokolade wie Vollmilch oder auch Zartbitter untermischen. Nun wirst du es dir denken können, kommt natürlich wieder alles in deinen Mixer, sodass sich die Zutaten richtig schön miteinander verbinden können.
Und nach wenigen Sekunden ist es auch hier soweit. Das Pulver kann genauso in ein Bügelglas abgefüllt werden wie der Vanillepudding. Für 500 Milliliter Milch brauchst du etwa 50 Gramm vom Vanillepuddingpulver. Beim Schokopudding reichen etwas weniger mit ca. 40 bis 45 Gramm. Jedoch die genaue Menge kannst du anpassen, je nachdem wie fest du deinen Pudding möchtest und wie dein Geschmack ist. Die Süße musst du natürlich noch anpassen, so wie du es möchtest. Das war's. Ganz ohne künstliche Zusätze, nachhaltig, kostengünstig und einfach rein im Geschmack. Genieße den natürlichen Geschmack und entdecke die Freude am Selbermachen. Viel Freude dabei, guten Appetit, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Pfiat's euch!